Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer brandneuen Serie und ja, es geht dieses Mal um Dart und Flutter. Und das ist wahrscheinlich die am meisten angefragte Serie in der letzten Zeit bei mir gewesen. Bitte macht doch mal was zu Dart und zu Flutter. Und ja, natürlich beuge ich mich eurem Willen und ziehe das jetzt ein kleines bisschen vor, wobei wir am Ende auch noch eine Ankündigung haben und die ist natürlich nicht ganz unschuldig daran. So, das heißt, was wir machen wollen, ist in diesem Video natürlich erstmal alles aufzusetzen, denn ich sag's mal so, die Anleitung, die Google da zur Verfügung stellt, kann an manchen Stellen ein bisschen dürftig sein, weil ihr unter Umständen ein spezielles Setup habt und das dann für euch nicht funktioniert. Und ich bin mir sicher, ich werde in dieser Anleitung hier nicht alles covern können, weil ich natürlich nicht jeden Fehler habe, den ihr vielleicht habt. Das heißt, wenn ihr Fehler habt, schreibt mir das unten in die Kommentare bzw. in die Fragen rein etc. Und ja, dann kann ich für euch vielleicht noch ein Ergänzungsvideo machen, wie man das dann bei euch machen kann. Wir werden in dieser Reihe hier auch unter Windows arbeiten, denn eine Analyse hat ergeben, dass die allermeisten von euch unter Windows tatsächlich zuschauen und ich glaube, die meisten Flutter-Entwickler arbeiten auch mit Windows, aber natürlich könnt ihr das unter Linux und Mac genauso machen. Ihr solltet eigentlich keinen großen Unterschied machen, außer dass ihr einen Schritt nicht machen müsst, was für euch eigentlich angenehm sein sollte. So, zuallererst starten wir mit der Installation von Android Studio, nicht mit Flutter, sondern mit Android Studio, weil das unsere Entwicklungsumgebung ist. Und die finden wir hier. Android Studio ist die Go-To-Entwicklungsumgebung für Android und sie ist kostenlos, selbstverständlich. Sie basiert auf IntelliJ mittlerweile, nicht mehr auf Eclipse und wird von Google allerdings maintained, dass man eben hier eine Vorschau hat, wie die App aussehen kann mit seinen Ressourcen, mit seinem Layout etc. Und man hat auch Android-Emulatoren, das heißt, man hat quasi ein virtuelles Handy, also ein virtuelles Smartphone mit Android drauf, selbstverständlich, um dann eben dafür entwickeln zu können. Und das ist sehr, sehr angenehm, denn ansonsten müsste man die ganze Zeit sein eigenes Handy hier benutzen und das kann ich euch natürlich nicht ohne weiteres dazu schneiden. Es geht natürlich, aber es ist nicht so einfach. So, und ja, wir müssen das Ganze erstmal aufsetzen. Für uns mit Flutter gelten allerdings hier spezielle Regeln, denn normalerweise programmiert man Apps mit Java oder Kotlin, wie wir auch gleich sehen werden. Das heißt, eure erste Anforderung ist, das Ganze herunterzuladen. Und ja, natürlich müssen wir erstmal hier das Ganze herunterladen, bzw. zustimmen und dann bekommen wir eine .exe. Wenn ihr nicht unter Windows seid, was wahrscheinlich viele von euch auch nicht sein werden, dann findet ihr hier die übrigen Varianten. Das heißt, ihr braucht die entweder .exe oder ihr braucht die ZIP, wenn ihr das Ganze eben nicht installieren wollt, wobei ich euch unter Windows definitiv die Exe empfehlen würde. Unter Mac habt ihr hier das, also diese DMG-Datei und unter Linux würde ich euch nicht die Target-Z empfehlen, sondern ich würde euch empfehlen, das Ganze einfach direkt aus den Paketquellen runterzuladen, das ist dann nämlich auch dabei. Unter meinem Lieblingssystem natürlich Arch Linux, wie ihr wisst, da findet ihr das Ganze als Android Studio in den Arch User Repositories, nicht im offiziellen Repository, das heißt, ihr könnt das Ganze mit Yay zum Beispiel installieren. So, wenn ihr das gemacht habt, dann werdet ihr unter Windows erstmal nur die .exe haben. Die habe ich hier. Ich habe die anderen Sachen auch schon mal runtergeladen, weil es eine Weile dauern kann und mein Internet ist gerade nicht so zuverlässig. Danke Vodafone an der Stelle. Und ja, wir können hier einfach Android Studio installieren. Ich habe tatsächlich alles für euch deinstalliert, damit ich es euch gut zeigen kann. Denn die Installation ist nicht komplett immer straightforward, wie man das vielleicht gewohnt sein könnte. So, hier, das ist erstmal das normale Android Studio, da klicken wir auf Ja und hier bitte achtet darauf, dass ihr das Android Virtual Device installieren wollt. Das ist ein virtuelles System sozusagen, das euch ein Android emulieren kann. Das heißt, ihr habt dann quasi ein Android auf dem Desktop-Rechner einfach. Und das könnt ihr natürlich auch für andere Zwecke benutzen, wenn ihr das wollt. So, wir machen hier weiter. In meinem Fall ist C-Program-Files in Ordnung und wir gehen hier auf Install und das ist fein. Wenn das Ganze hier fertig ist, sieht das so aus. Wir gehen hier auf Finish und starten Android Studio und dann sieht das so aus. Wir können hier alles Mögliche schon machen. Wir können hier zum Beispiel auch Import Android Code Samples machen. Wir können hier konfigurieren. Also zum Beispiel unter dem AVD Manager könnt ihr hier ein neues Virtual Device erstellen. Dazu kommen wir aber später noch. Und wir können hier einige Custom Properties etc. hier erstellen, Settings, Repositories und so weiter und so fort. Also ja, man kann viel machen. Wir gehen jetzt hier allerdings erstmal auf ein neues Projekt und wir sehen jetzt hier, wir können auswählen, zum Beispiel, wir wollen eine Empty Activity haben, das wäre das hier. Wir können für Wear OS irgendwas programmieren, Android TV, Automotive und Android Things. Wir gehen jetzt hier erstmal auf die ganz normale App, Empty Activity und klicken hier auf Next. Und dann sehen wir hier auch schon bei den Languages haben wir zur Auswahl Java oder Kotlin
Und ja, hier wird uns quasi 4.1 Android empfohlen, was wir definitiv nicht mehr benutzen sollten, weil es echt alt ist. Aber ihr könnt hier zum Beispiel auch auf 11 gehen und dann seht ihr hier, ja, nur noch 1% der Devices, beziehungsweise weniger sogar, können diese App dann am Ende auch ausführen. Und das ist schon ganz gut. Problem ist an der Sache, wir wollen nicht Kotlin schreiben. Wir wollen keine Kotlin-Apps schreiben, wir wollen Dart und Flutter machen. Und aus genau diesem Grund gehen wir hier nochmal auf Cancel. Wir klicken jetzt hier mal auf Configure und dann sehen wir hier unter den Settings, Quatsch, ich meine natürlich unter dem AVD Manager, sorry, können wir jetzt ein neues Virtual Device erstellen. Und das ist quasi unser Testgerät. Und hier möchte ich jetzt nicht mit euch ein fixes Gerät oder sowas erstellen, sondern ich möchte einfach nur mit euch mal ausprobieren, ob es bei euch funktioniert. Denn wir wählen jetzt hier mal dieses Pixel aus, dieses Google Pixel und ja, klonen das Ganze einfach mal und sagen hier Google Pixel Edited. Und wir können hier die ganze Größe anpassen, also wie groß der Screen ist, was für eine Auflösung wir haben, wie viel Arbeitsspeicher wir haben. Hier gebe ich jetzt ganz gerne mal 3 GB rein, wobei wir einfach hier auch auf Gigabyte klicken könnten und dann auf 3. Das geht dann einfach ein bisschen schneller, beziehungsweise man kann mehr machen damit. Has Hardware Buttons können wir anstellen, müssen wir aber nicht. Portrait, Landscape und so weiter und so fort können wir alles emulieren. Klicken hier auf Finish und dann können wir das ganze Ding hier auch tatsächlich weitermachen. Das heißt, wir können hier sagen, welches Android wir drauf haben wollen. Wir können Q drauf haben, wir können P drauf haben, also Pi, Oreo und eben R. Und ich werde jetzt hier tatsächlich mal mit Android R arbeiten, also mit dem neuesten Android 11. Weil wir dafür schon entwickeln können, aber eben, ja, ich glaube, es ist noch gar nicht offiziell richtig draußen. So, und dann können wir hier eben sagen, okay, wir starten das ganze Ding im Portrait-Modus und finishen das jetzt erstmal und dann können wir hier auf den Play-Button gehen. Und wenn hier euer Play-Button funktioniert, dann ist alles schön und gut. Dann hat es auch einigermaßen funktioniert. Warum ist das Ding hell? So, und das dauert immer eine Weile, lasst euch davon nicht irritieren, ich schneide das für euch raus. So, und im besten Fall seht ihr jetzt hier ein normales Android-Gerät ohne Play Store, weil wir den Play Store nicht inkludiert haben. Es gibt auch Android Virtual Devices mit Play Store drin. Ihr seht das hier an dem Play Store-Icon. Das könnt ihr dann auch wunderbar verwenden. Und wenn ihr da Bock drauf habt, könnt ihr das dann verwenden. Okay, so, das Problem an der Sache ist jetzt natürlich, dass das bei vielen hier nicht funktioniert. Und deswegen muss ich euch noch eine weitere Strategie zeigen, wie ihr den Emulator hier ohne Probleme auch zum Laufen bekommt, wenn es bei euch erstmal nicht funktioniert. Der erste große Punkt ist die Hardware-Beschleunigung, die ihr vielleicht nicht habt. Und dazu, ich mache hier mal Folgendes, ich mache das jetzt mal zu, da wäre bei der Installation von dem Virtual Device Manager ein Fehler gekommen. Sowas wie, kann die Hardware-Beschleunigung nicht installieren oder sowas. Als erstes braucht ihr dazu HyperX. Ja, das dürft ihr nicht aktivieren bei Android, was vielleicht ein bisschen weird sich anhört. Betrifft aber nur Intel-CPUs. Das heißt, ihr könnt das ganze Ding ausstellen. Ich habe dazu sogar schon mal ein Video gemacht. Ist zwar schon ein bisschen älter, aber es funktioniert immer noch, soweit ich das zumindest beurteilen kann. Ich habe allerdings mittlerweile einen AMD-Prozessor und dieser AMD-Prozessor, der braucht einen anderen Hypervisor für diese ganze Sache hier. Das bedeutet, ich kann eigentlich nativ nicht so ohne weiteres Android-Geräte emulieren, ja, weil meine Hardware das nicht so möchte, wie ich das möchte. Und dazu gibt es sogenannte Canary Builds. Und die sind tatsächlich aktuell schon verfügbar. Das heißt, ihr könnt euch von dieser Website hier Preview-Releases runterladen. Das heißt Releases, die eigentlich noch gar nicht verfügbar sind, die noch nicht offiziell sind. Und ja, das kann Probleme machen. Ihr bekommt da andere Features zum Beispiel, aber ihr habt hier tatsächlich auch die Möglichkeit, das Ganze für AMD zu machen. Und ja, wenn ihr jetzt irgendwelche Probleme hattet, dann würde ich euch empfehlen, das Canary Build einfach nur runterzuladen. Ihr müsst das andere nicht deinstallieren, das ist wichtig, sondern einfach hier mal diesen Arctic Fox Canary Build runterladen. Ab dem Canary 5 wird AMD unterstützt offiziell. Und ja, dann könnt ihr hier, also wahrscheinlich je nachdem wann ihr das Video guckt, wird das nicht mehr nötig sein, den Teil dürft ihr dann gerne überspringen. Und dann bekommt ihr hier eben nicht eine .exe-Datei, sondern einfach nur einen ZIP-Ordner. Ihr macht jetzt hier Folgendes, ihr entpackt diesen ZIP-Ordner und dann habt ihr ein mehr oder weniger vollwertiges Android Studio, was leider nicht bei euch im Systempfad eingetragen ist, heruntergeladen. Und das Android Studio könnt ihr hier komplett aufmachen. Ihr findet unter Binary, findet ihr eben auch diese Studio 64.exe und die könnt ihr tatsächlich mal ausführen.
das sieht dann erstmal so aus und ja, bei mir sind tatsächlich schon einige, leider hier die ganzen Einstellungen etc. schon fertig, deswegen muss ich das jetzt hier mal kurz abbrechen. Aber hier könnt ihr dann einfach die Installation nochmal komplett von vorne durchführen, wie bei dem anderen auch, und da sollte dann kein Problem mehr existieren, wenn ihr zum Beispiel die Android Virtual Devices irgendwie starten wollt bzw. installieren wollt. Das heißt, wenn ihr Schwierigkeiten hattet, dann wird das bei der Installation, die ihr einfach ein zweites Mal macht, wird das völlig ohne Probleme durchlaufen. So, und danach könnt ihr auf dem normalen, also dann könnt ihr quasi diesen Ordner hier wieder komplett löschen. Dann braucht ihr dieses Canary-Build interessanterweise überhaupt nicht mehr, weil sich das woanders festschreibt in eurem System. Und dann habt ihr eigentlich schon alles, was ihr braucht. Das heißt, ihr habt dann eigentlich eure Möglichkeiten über das normale Android Studio hier eben auch Virtual Devices zu erstellen, auch wenn das eigentlich nicht das Canary-Build ist, okay? Das heißt, ihr könnt einfach hier nochmal die Installation durchführen bei diesem Canary-Build, was wir runtergeladen haben als ZIP-Datei, und danach das normale Android Studio verwenden, ja? Und das ist ein bisschen weird, aber es funktioniert. So, das ist jetzt quasi mein Trick an der Sache. Es wird wahrscheinlich einfacher sein, wenn ihr das Ganze macht, weil die Canaries werden irgendwann die normalen Android Studios, das heißt Android Studio Version 4.2 oder sowas, wird dann auch AMD-CPUs ohne Probleme unterstützen, nehme ich an. So, wir gehen jetzt mal hier auf Plugins und dann sehen wir hier im Marketplace Folgendes. Wir haben einmal Flutter. Und wenn wir das akzeptieren, dann steht hier bei, okay, da wird irgendwas mit JetBrains gemacht, bla bla bla. Wir akzeptieren und dann kommt hier eben Dart, wird noch zusätzlich installiert und das wollen wir natürlich auch. Wir wollen Dart und Flutter beides auf einmal haben, das heißt, wir klicken hier beides mal auf Install und haben dann Dart und Flutter und müssen natürlich die IDE neu starten, damit die Änderungen auch akzeptiert werden. So, und jetzt haben wir hier tatsächlich die Möglichkeit, Create New Flutter Project zu machen. Jetzt ist das allerdings noch nicht komplett das, was ich euch zeigen möchte. Teilweise könnte das auch schon funktionieren, wir werden dazu gleich kommen. Allerdings gibt es auch hier noch eine weitere sonderbare Sache. Und zwar, man kann auch Flutter herunterladen von Google selbst, also von Flutter. Flutter ist auch quasi von Google und zwar von hier. Ihr findet hier die verschiedenen Releases, das heißt einmal Windows, macOS und Linux und ihr findet hier die Stable Releases, die ich euch empfehlen würde, immer den neuesten Stable Release und ihr findet hier natürlich auch die Beta Channels und die Dev Channels. Die würde ich euch nicht empfehlen, weil ihr die eigentlich nicht braucht in den allermeisten Fällen. Einfach hier diese Variante hier runterladen und dann habt ihr auch wieder so eine stable.zip-Datei. Die könnt ihr wiederum entpacken, findet darin dann diesen Flutter-Ordner und den würde ich euch empfehlen, einfach irgendwo hin zu kopieren, wo ihr ihn dauerhaft haben wollt. Also bei mir ist es jetzt gerade im Downloads-Ordner, da will ich das nicht dauerhaft haben. Deswegen kopiert ihr den am besten irgendwie zum Beispiel auf eure Festplatte C. Also ich bin jetzt hier gerade bei C, Flutter und dort habe ich einfach wirklich alles 1:1 hinkopiert. Ja? Und im Bin-Ordner findet ihr jetzt die ausführbaren Dateien Flutter und Dart und Dart.bat und Flutter.bat. Und die könnt ihr jetzt verwenden. Wir machen das allerdings ein bisschen eleganter und zwar gehen wir jetzt hierher, drücken die Windows-Taste und geben dann ein Umgebungsvariablen bearbeiten. Ja, dann kommt ihr hier bei Systemeigenschaften raus und dann Umgebungsvariablen. Da klicken wir drauf, gehen hier auf den Pfad, machen hier einmal bearbeiten und hier machen wir ein Neu. Und dann kopieren wir hier oben c:\/flutter/bin, gehen hier rein und fügen das ein. Okay, okay, okay. Und jetzt können wir hier Großschreiben drücken, Rechtsklick und dann PowerShell-Fenster hier öffnen. Und damit haben wir die Möglichkeit, hier diese ganzen Flutter-Dinger auszuführen, ohne irgendwas Spezielles zu machen. Das heißt, wir können jetzt hier einfach Flutter eingeben und sehen schon, es wird direkt was gemacht. Bei euch wird erstmal noch ein bisschen was runtergeladen. Macht euch nichts draus, das ist alles, das funktioniert alles ohne Probleme und das könnt ihr einfach abwarten. Und ja, wir können jetzt hier tatsächlich alles verwenden, was wir wollen. Was wir jetzt als erstes machen müssen, ist Flutter Doktor. Und nein, nicht die Meme-Variante Doktor, sondern den echten Doktor. Das ist quasi die Fehleranalyse, die euch eventuell sagt, was genau ihr für Probleme habt. Und hier sehen wir es auch schon. Ich habe scheinbar ein paar Android-Licenses nicht akzeptiert. Das heißt, was ich jetzt mache, ist Flutter Doktor Android Licenses. Okay. Und ja, dann können wir natürlich die License reviewen, die bisher noch nicht akzeptiert wurde. So, das ist einmal das hier. Die habe ich mir natürlich schon durchgelesen. Das heißt, ich mache jetzt hier ein Ja. Das ist die nächste. Auch Ja, 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 Ja. Und damit haben wir erstmal die alle. So, jetzt machen wir nochmal Flutter Doktor.
und warten das ab. Und hier sehen wir, okay, Android Studio, Flutter Plugin not installed. This adds Flutter specific functionality, Dart Plugin not installed. Wieso ist das jetzt so? Nun, im Endeffekt, wenn wir hier die Studio-Exe ausführen, also mein normales Android Studio ausführen, dann sehen wir hier, ich kann ein Flutter-Projekt erstellen. Das heißt, das sollte eigentlich gegeben sein. Es kann nur sein, dass das ein bisschen verwirrt ist, je nachdem, wo ihr die ganzen Sachen und wie ihr die ganzen Sachen eben installiert und wie oft ihr zwischenzeitlich neu gestartet habt. Aber es ist okay, wenn das erstmal so nicht funktioniert. Es soll euch bloß eine Hilfestellung geben. Und eben die Connected Devices, die können wir dann später auch noch verwenden. Wir gehen jetzt hier erstmal auf Create a New Flutter Project, nachdem wir diese Lizenzvereinbarung installiert haben und sagen hier einfach mal, okay, wir wollen eine Application aufbauen. Wir können hier mehrere Sachen auswählen. Das erste ist eine Application, die wählen wir aus und wollen wir erstellen, wenn wir was wirklich als App programmieren wollen. Also wenn wir eine App programmieren wollen, die wir am Ende in den Store reinbringen wollen und dann kann man sie runterladen. Wir wollen ein Plugin bauen, wenn wir, also das hier, das zweite, wenn wir für iOS oder Android-Entwickler eine API sozusagen bauen wollen. Das heißt, wenn wir was bauen wollen, was andere Leute verwenden sollen, die selbst Apps programmieren. Das kommt unter Developern häufiger vor, aber wenn ihr eine normale App bauen wollt, eigentlich eher nicht. Wir wollen ein Flutter-Package bauen, wenn wir nur mit Dart schreiben wollen, zum Beispiel ein neues Widget. Das wird euch am Anfang eigentlich niemals passieren, denn ihr werdet dann im Flutter-Projekt natürlich drin, werdet ihr neue Flutter-Packages bauen wollen, aber eigentlich so von Haus aus eigentlich relativ selten, außer ihr arbeitet zum Beispiel in einem Team. Wir wollen Flutter-Modules bauen, wenn wir zum Beispiel eine Komponente hinzufügen wollen zu einer bestehenden Flutter-Applikation. Das heißt, wir wollen natürlich hier am Anfang jetzt eine Flutter-Application verwenden. Und ja, das nennt sich jetzt erstmal Demo-App. Ja. Wir werden jetzt am Anfang, das sollte ich vielleicht noch dazu sagen, werden wir kein Projekt machen, sondern ich werde euch erstmal zeigen, wie man normal Flutter programmieren kann. Aber wir werden später irgendwann mal hoffentlich ein Projekt machen, das ich dann auch tatsächlich in den App Store pushen möchte. Da muss ich dann allerdings zeitlich natürlich darauf warten, dass das auch bei mir privat bzw. mit den anderen Projekten, die ich gerade habe, noch reinpasst, weil so ein Projekt ist natürlich mehr als nur das eigentliche Programmieren. Das heißt, ich hoffe, ihr verzeiht mir, wenn das jetzt nicht direkt mit der offiziellen oder mit dem initialen Release dieser Flutter-Reihe zusammenfällt. So, dann müssen wir hier noch das SDK auswählen. Ihr seht, wir haben hier leider gar nichts. Das heißt, wir müssen hier auswählen, okay, wo liegt denn unser SDK? Naja, es liegt unter C, nicht PHP, Flutter natürlich. Und dann gehen wir hier auf Next. Und beziehungsweise wir sollten vielleicht noch überlegen, wo wir unsere Projekte lokalisieren wollen, also wo wir die eigentlich speichern wollen. Und C, mein Username, Android Studio Projects, finde ich jetzt nicht so geil, ehrlich gesagt. Aber kann man erstmal lassen. Und die Description, a new Flutter Application, machen wir zu einer Demo Flutter Application. So, und ja, hier können wir noch auswählen, ob das ganze Ding offline sein soll oder nicht. Und ja, das dürft ihr euch selber entscheiden. So, Package Name com.example, das stimmt natürlich überhaupt nicht. the-morpheus.demo-app. Das ist natürlich nicht korrekt, ja. Meine Website ist the-morpheus.de, deswegen eben hier das hier. Und die Demo-App, das ist der Name von unserer Applikation. So macht man das normalerweise. Und ja, wir können hier den Kotlin Source Code noch inkludieren und wir können auch den Swift Source Code noch inkludieren, wenn wir hier das Ganze eben plattformmäßig machen wollen. So, machen wir mal Finish und das wird jetzt eine Weile dauern. So viel kann ich euch schon spoilern. Denn ihr müsst nicht nur warten, bis ihr erstmal hier alles Mögliche habt, sondern, also bis es auf ist, sondern hier unten gibt es auch einige Projekte oder einige Dinge, die gleichzeitig noch unten weiterlaufen und die müssen erstmal durchlaufen, bevor ihr das irgendwie machen könnt. So, wir wollen jetzt hier natürlich unsere Nutzungsdaten zu Flutter schicken. Das ist okay, für mich zumindest, während ich hier euch eine Tutorial-Reihe mache, da sieht mir sowieso jeder bei zu. Danach werde ich das vielleicht wieder revoken, aber man möchte ja auch, dass die Sachen verbessert werden. So, und dann gehen wir hier mal auf Event Log. Hier sehen wir Undefined Path Variables. Das wird uns hoffentlich nicht weiter behelligen, zumindest erstmal nicht. Und hier sehen wir auch noch gleichzeitig die Updates, was es in der Version 4.1 Neues so Tolles gibt. Und wir sehen auch vor allem hier an der rechten Seite, sehen wir Flutter Outline. Das ist relativ klein geschrieben. Ich habe eigentlich vorhin alles größer gestellt. Ich weiß ja, dass hier ein paar Leute am Handy zugucken und das erstmal sich durchgucken wollen, bevor sie selber was lernen. Okay, wir sehen hier einmal den Flutter Outline. Das ist erstmal leer am Anfang. Wir sehen hier aber auch den Flutter Inspector.
Und wir sehen hier die Flutter Performance, den Assistant, den wir aktuell nicht brauchen. Und wir sehen noch den Emulator, den wir auch nicht brauchen, zumindest aktuell nicht. Wenn wir jetzt diese Demo-App hier sehen, dann ist das erstmal eine Dart-Applikation. Ja, wir sehen hier das Ganze hier, wenn wir die mal aufmachen, sehen wir, diese ganze Sache hier wurde unter App, SRC, Main, nee, halt, wo sind wir? Quatsch, ich wollte gar nicht auf Android, ich wollte hier unter Lib. Diese App ist quasi hier komplett offiziell in Dart geschrieben. Ja, das ist diese Datei hier, main.dart. Dart ist die Programmiersprache, die, sagen wir mal, Kotlin sehr ähnlich sieht, aber es eigentlich auch in vielen Bereichen nicht ist. Also hier zum Beispiel, wenn ihr Kotlin könnt, sieht es ein bisschen komisch aus erstmal. Aber Flutter ist Dart ist eine Sprache, die relativ intuitiv eigentlich geht, aber tatsächlich nur für dieses Flutter verwendet wird. Also für das Framework, mit dem man Android-Apps schreiben kann. Wird natürlich gerade ein bisschen ausgeweitet, aber Kotlin ist eigentlich die Sprache, die man hier für Android-Apps offiziell verwenden würde. Und deswegen finden wir hier auch unter Android-App, SRC, Main, Java oder Kotlin, finden wir hier zum Beispiel auch die ganzen Main-Activities. Also das ist quasi unsere Main-Activity. Und ja, das ist ein kleines bisschen schwierig. Machen wir auch direkt alles wieder zu. So, machen wir weg. Müssen wir nicht können. Okay, wir starten das Ganze jetzt mal und wir werden gleich was sehen. Wir brauchen nämlich ein Device, auf das wir es laufen lassen können. Und hier steht immer noch Loading Devices, weil wir hier vorne noch kein Device haben. So, das heißt, was wir jetzt erstmal machen, ist, wir bauen uns einen Emulator. Hier könnt ihr übrigens, wenn ihr wollt, den ganzen Emulator an der Seite haben. Das könnt ihr in den Emulator-Settings machen, müsst ihr aber nicht machen. Und zwar, wir gehen jetzt hier mal unter Tools, AVD Manager. Das ist quasi unser Device Manager. Den starten wir. Und ja, macht nichts. Nicht wundern, das dauert immer eine Weile, bis die Dinger sich gestartet haben. Ihr könnt in der Zwischenzeit das hier zumachen und ja, warten. So, und jetzt können wir hier das Ganze endlich mal starten. Auch das wird eine Weile dauern, denn man muss dieses Ding erstmal bauen. Also man muss diese ganze Applikation erstmal bauen und anschließend aufs Device pushen. Dazu kommt dann noch sowas Tolles hier, wie zum Beispiel eine Windows Defender Anfrage, die ihr übrigens so für private Netzwerke zulassen solltet. Und tada, eure Demo-App ist fertig. Und das, obwohl wir eigentlich das Kotlin SDK absolut ignoriert haben, was ein bisschen gemeingefährlich ist. Aber ja, wir sehen hier oben auch den Debug-Button. Und wir können jetzt hier quasi sagen, wie oft wir diesen Button hier geklickt haben. Also ich kann jetzt hier draufklicken und ihr habt schon eure erste eigene Clicker-App geschrieben. So, das war das Setup von diesem wunderschönen Dart- und Flutter-Tutorial. Wir werden hier natürlich noch weitermachen. Wir haben hier übrigens auch Hot Load Support. Das ist ziemlich geil. Das bedeutet, wenn wir hier zum Beispiel, was könnten wir denn ändern? Sagen wir hier einfach mal nicht den Titel, sondern, was wollen wir? You have pushed the button so many times, okay? Und jetzt machen wir hier nicht den da, Run, sondern wir sagen hier Flutter Hot Reload. Ja? Dann müsst ihr nämlich nur einzelne Libraries reloaden, also es muss nicht alles neu gemacht werden, sondern man muss eben nur dieses eine Ding neu laden und dann habt ihr hier eben den Button so many times. Ja? Das heißt, ihr müsst nicht die ganze Zeit alles neu machen und habt hier einen starken Vorteil, dass ihr das nicht mehr so krass braucht. So, ganz kurz noch zu diesem Device Manager oder zu diesem Device hier. Ihr könnt hier tatsächlich euch einige Sachen emulieren, zum Beispiel Location. Ja, ihr könnt euch aussuchen, wo ihr quasi sein wollt. Ihr könnt euch Displays einstellen, ihr könnt euch Cellular, also hier Netzwerk einstellen, Batterie einstellen, Kamera und so weiter und so fort. Und das kann man alles machen. Also, dass ihr quasi simuliert, ich möchte jetzt an die Kamera zugreifen. Natürlich kann die Kamera nicht wirklich zugreifen, aber man kann natürlich versuchen, hier zu sagen, ich möchte jetzt zum Beispiel ein Bild einfügen und dann mal gucken, wie es damit aussieht. Wenn ihr allerdings manche Funktionen natürlich hier nicht habt, ja, dann könnt ihr auch euer echtes Handy dran anschließen, aber das ist definitiv Thema für ein separates Video und das werden wir aktuell nicht brauchen, zumindest solange wir nur so einfache Sachen machen. Und wenn ihr jetzt sagt, ihr wollt in diesem Bereich arbeiten, dann kann ich euch nur Get in IT empfehlen. Das haben wir ja schon mehrfach jetzt hier gehört, aber hier finden tatsächlich die Job-Einsteiger und auch erfahrene Informatiker ihren Job, wenn sie in die IT einsteigen wollen. Deswegen Get in IT. Ne?
Ihr könnt hier tatsächlich einfach absolut kostenlos euch ein Profil anlegen, also für euch kostenlos, natürlich nicht für die Firmen, die euch dann anwerben, und hier euer Profil ausfüllen. Zum Beispiel könnt ihr sagen, Mensch, wir haben Dart und Flutter schon mal gemacht, aber wir wollen hier den Skill Dart nochmal eintragen und wir können das ganz solide auf einer 4. Warum haben wir das schon mal gemacht? Weil ihr das in den App-Trends schon mal vorgestellt bekommen habt, und ja, das ist tatsächlich der App-Trend gewesen, der euch am meisten fasziniert hat. Deswegen hat sich Get in IT entschieden, mit mir gemeinsam diese Dart- und Flutter-Reihe vorzustellen, und dafür bin ich Ihnen auch natürlich sehr dankbar. So, und das Tolle dabei ist, wenn ihr jetzt euer Profil komplett angelegt habt, dann müsst nicht ihr euch bei eurer Firma bewerben, wo ihr anfangen wollt, sondern die Firmen bewerben sich quasi bei euch. Das heißt, die sagen, hey, der kann Dart und Flutter, cool, sowas brauchen wir. Und die schreiben euch dann tatsächlich an. Ich habe von so vielen Leuten tatsächlich schon gehört, dass sie tatsächlich mit euch, beziehungsweise mit Firmen schon geschrieben haben. Und ja, das ist tatsächlich über Get in IT schon sehr, sehr häufig der Fall gewesen. Ich glaube, über 80% von den Leuten, die ihr Profil wirklich komplett ausgefüllt haben. Heute darf ich euch allerdings noch etwas ganz Besonderes vorstellen, und zwar die Job.io, die erst schon mal stattgefunden hat und jetzt nochmal stattfinden wird. Und zwar, was ist das eigentlich? Das ist eine virtuelle Jobmesse, das heißt eine Messe, wo ihr mit Leuten von Firmen reden könnt, eben auch sehen könnt, auf was ihr vielleicht im Bewerbungsgespräch achten müsst, und verschiedene Vorträge findet, die super spannend sind. Und die wird natürlich auch von Get in IT regelmäßig jetzt veranstaltet. Das erste Mal war ich auch schon dabei. Das findet ihr übrigens hier. Oh, da ist ja mein Gesicht zu sehen. Was ist denn da los? Und genau, damals habe ich einen Vortrag gehalten zum Thema React und Vorstellungsgespräche. Ihr könnt euch das Ganze sogar noch als Aufzeichnung hier komplett angucken, weil es eben bei euch so gut angekommen ist und weil ihr euch da vielleicht noch ein bisschen mehr darüber informieren wollt. Super cool eigentlich. Und ja, nächstes Mal bin ich natürlich auch wieder dabei. Das heißt, ihr dürft euch jetzt schon mal in den Kalender eintragen und euch vielleicht schon registrieren. Und zwar der 18.03. ist das um 13:30 Uhr. Da werde ich einen kleinen Probe-Pentest sozusagen halten. Das heißt, es wird tatsächlich in Richtung Hacking was passieren. Huiuiui. Und natürlich basiert das auch auf eurem Feedback. Das heißt, was ihr euch gewünscht habt und was da irgendwie besonders gefragt wurde. Ja. Alles in allem, ich hoffe natürlich, wir sehen uns dort, beziehungsweise nicht erst dort, sondern auch zu den Videos, die davor noch rauskommen. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.